Hallo, mein Name ist Gabi. Ich lebe jetzt seit 2,5 Jahren mit meinem Partner Jürgen hier in Paraguay. Unsere erste Station war das El Paraíso Verde. In einer kleinen Videoserie würde ich gerne unsere Erfahrungen von damals bis heute über die Firma Reljuf bzw. das El Paraíso Verde teilen. Heute spreche ich gerne über die sogenannten Vorsorgegrundstücke, die es zu unserer Zeit, als wir ins El Paraíso Verde gingen, noch gab. Erwin Arnau hat uns schon beim Skype-Gespräch diese Sache vom sogenannten Vorsorgegrundstück schmackhaft gemacht. Es ist das Geld, womit wir ein Haus bauen können, eventuell die Miete bezahlen, sogar ein Auto kaufen. Also es ist mehr ein Vorsorgekonto. So würde ich es jetzt definieren. Wenn man nichts macht, bekommt man diese Sache nach 24 Monaten, also dieses Geld natürlich, nach 24 Monaten plus 13% Zinsen zurück. Wenn das wie in unserem Fall schon ein Teil zum Bau benutzt wurde, wird natürlich nur der Restbetrag verzinst und dann nach 24 Monaten ausgezahlt. Eigentlich ist diese Sache voll okay. Zumindest haben wir damals gesagt, ja, voll in Ordnung. Warum Vorsorgegrundstück? Ich denke, das war der einfachste Weg für die Firma Reljuf bzw. Erwin und Silvia Arnau, das Geld für uns nach Paraguay zu bringen. Denn der Transfer von Geld ohne Begründung ist schwieriger, wie wenn man von Deutschland aus ein Grundstück hier kauft. Ich denke, dadurch wurde das so gemacht. Die Rahmenbedingungen für dieses Grundstück sind, dass es weder bebaut noch benutzt werden darf, noch in irgendeiner Weise verändert werden darf. Was auch logisch ist, weil es ja kein Grundstück ist, was eigentlich benutzt wird. Ich denke, das wird jetzt sehr verwirrend. Also es ist kein Grundstück, obwohl es so unser Geld ins Land gebracht wurde. Also es hat nur dafür gedient, dass das Geld problemlos nach Paraguay kam. Mit diesem Konto konnte man sein Haus bauen, also alles rund um den Hausbau. Genauso konnte man davon seine Miete im EPV bezahlen oder sonst welche Nebenkosten, die anfielen. Und dafür gab es auch einen Kontoauszug. Auf das nicht ausbezahlte Geld sollten nach 24 Monaten noch 13% Zinsen kommen. Also sprich, das war auch für einen Investor eigentlich eine gute Sache, was auch einige getan haben. Nunmehr seit April 23 werden diese Gelder an die Investoren nicht mehr ausgezahlt. Mit der Begründung, es wäre kein Geld mehr da. Auch die ihre Häuser schon, also den Hausbau komplett bezahlt haben, hatten zeitweise Baustopp. Nichts ging mehr. Viele von uns, das heißt, es werden einige hundert sein, die treuhänderisch dieses Geld an die Firma Reljuf überwiesen haben, auf Treu und Glaube, was Erwin uns gesagt hat. Und jetzt haben wir alle Probleme. Wir haben vergebens auf eine Nachricht von den Verantwortlichen gewartet, aber nichts kam. Daraufhin haben wir sie angeschrieben, aber selbst da kam keine Antwort zurück. Wir sahen keine andere Möglichkeit, wie uns zusammenzuschließen, denen es genauso geht natürlich wie uns, und es öffentlich zu machen. In Chats und auch, wie gesagt, jetzt mache ich ja Video, es muss einfach an die Öffentlichkeit, dass die Arnaus im Prinzip gar nicht mit uns sprechen wollen, uns gar nicht erklären wollen, wieso das Geld nicht ausbezahlt wird. Im Gegenteil, sie versuchen uns eigentlich schlecht zu machen, zumindest mich.
nur weil ich das sage, was zutrifft, oder man kann es auch die Wahrheit nennen. All das, was ich sage, dafür stehe ich gerade. Genauso, dass es Zeugen dafür gibt, beziehungsweise ich es beweisen kann. Vor einiger Zeit hatte ich die Idee, ich schreibe einfach mal Silvia Arnau an. Und das habe ich dann auch getan im Namen von Jürgen und von mir, mit der Bitte, uns doch unser Geld auszuzahlen, weil wir gerne mit der ganzen Sache abschließen wollen. Auch für uns ist es ein Nervenkrieg. Ähm, Es ist einfach anstrengend, wenn man immer wieder die Öffentlichkeit aufsuchen muss, in der Hoffnung, dass man halt eben auch sein Geld bekommt. Und eine gütliche Einigung ist das Beste, was passieren kann. Leider hat Miss Silvia Arnau nicht persönlich geantwortet. Sie hat mir durch eine Siedlerin ein Schreiben zukommen lassen, vielmehr uns, was wir zu tun haben. Ich, ich weiß nicht, warum sie das tun. Auf alle Fälle sind sie uns das Geld schuldig. Die Firma Reljuf ist uns das Geld schuldig. Und die Firma Reljuf ist Erwin und Silvia Arnau. Die Siedler haben damit gar nichts zu tun. Und wenn ich dann lesen muss, dass die Siedler an uns Ansprüche hätte, weil wir uns nicht anständig verhalten, ihrer Meinung nach, und das uns dann vom Geld abziehen wollen, da fehlen mir die Worte. Ja, eigentlich unfassbar, äh, dass Silvia auf unsere Anfrage überhaupt nicht geantwortet hat. Sie, ich weiß nicht, was in ihr vorgeht, weil sie ist verantwortlich dafür. Wir haben das Geld von der Firma Reljuf zu bekommen. Und Erwin und Silvia Arnau sind die Firma Reljuf. Wir erwarten, dass der Vorstand der Firma Reljuf endlich Verantwortung übernimmt und auch mit uns einen freundlichen und netten Kontakt aufnimmt, so wie es eigentlich auch in ihrem Kondominiumsvertrag Menschen gegenüber gefordert wird.